An jenem Weihnachtsabend, während draußen der Schnee leise zu Boden rieselte, stand ich da und betrachtete die Schneekugel, die ich von meiner verstorbenen Großmutter geerbt hatte. Nach ihrem Tod hatte ich geholfen, ihr Haus auszuräumen. In einer alten, verstaubten Truhe fand ich diese Kugel. Es war ein seltsames Gefühl, sie in den Händen zu halten. Die Schneekugel war eine perfekte Miniatur des Dorfes und der umliegenden Gegend, in der ich mein ganzes Leben verbracht hatte. Es war, als hätte meine Oma ein Stück ihrer Heimat bewahrt, eingefangen in Glas und Wasser. Während ich sie näher betrachtete, fühlte ich mich seltsam verbunden. Vielleicht war es das Licht der Kerzen, das auf dem kleinen Glaskörper tanzte. Oder vielleicht war es die Erinnerung an meine Großmutter, die mich so faszinierte. Aber ich konnte nicht ahnen, dass diese unscheinbare Schneekugel mein Leben und das des gesamten Dorfes für immer verändern würde. Als ich die Schneekugel das erste Mal schüttelte, fiel draußen leise der Schnee. Ich dachte mir nichts dabei. Es war Winter, Schneefall war zu erwarten. Die folgenden Tage schüttelte ich die Kugel immer wieder, fasziniert von dem kleinen Schneesturm, der sich darin entfaltete. Doch draußen wurde das Wetter zunehmend schlechter. Ich starrte oft aus dem Fenster, beobachtete die dichten Schneeflocken, die unaufhörlich fielen, und begann mich zu wundern. Es schien fast so, als ob der Schnee draußen jedes Mal heftiger wurde, wenn ich die Kugel schüttelte. Zuerst schob ich es auf einen Zufall, doch nach und nach keimte ein seltsamer Verdacht in mir auf. War es möglich, dass meine Handlungen hier drinnen irgendeine unerklärliche Wirkung auf das Wetter draußen hatten? Am nächsten Tag war das gesamte Dorf unter einer dicken Schneedecke begraben. Die Straßen, die einst von den fröhlichen Stimmen der Dorfbewohner widerhallten, lagen nun still und verlassen da. Die Leute begannen, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Als ich die Schneekugel betrachtete, bemerkte ich etwas Seltsames. Die kleinen Figuren, die die Dorfbewohner darstellten, begannen nach und nach zu verschwinden. Zuerst dachte ich, meine Augen würden mich täuschen, aber bei genauerer Betrachtung sah ich, dass tatsächlich eine nach der anderen verschwand. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich erschrocken eine Verbindung herstellte. Dieselben Personen, die in der Schneekugel verschwanden, waren auch im echten Leben plötzlich spurlos verschwunden. Dies konnte kein Zufall sein. Ein Gefühl der Angst erfasste mich, als ich realisierte, dass die Schneekugel, die ich in meinen Händen hielt, irgendetwas Unheilvolles an sich hatte. In meiner Verzweiflung machte ich mich auf den Weg, tief in den Wald, um den mysteriösen Turm zu suchen, in der Hoffnung, dort Antworten zu finden. Die Schneeflocken tanzten wild um mich herum, als ich mich durch den immer dichter werdenden Wald kämpfte. Nach Stunden der Suche, als ich schon fast aufgeben wollte, ragte plötzlich der Turm vor mir auf, genau wie in der Schneekugel. Mit pochendem Herzen trat ich ein. Ich fand ein altes, staubiges Buch auf einem Podest in der Mitte des Raumes. Es sah aus, als wäre es seit Jahrzehnten nicht berührt worden. Zögerlich schlug ich es auf. Die Seiten waren voller seltsamer Symbole und Formeln, und in der Mitte des Buches fand ich eine Geschichte über eine alte Seherin, die eine Schneekugel erschuf, um das Dorf vor einem unheilvollen Schicksal zu bewahren. Doch etwas war schiefgegangen. Die Seherin hatte eine Warnung hinterlassen, dass der Zauber sich gegen den Nutzer wenden könnte, wenn er mit bösen Absichten oder Unachtsamkeit verwendet würde. Anstatt zu schützen, hatte der Zauber eine ewige Winterlandschaft erschaffen, die das Dorf und seine Bewohner in der Zeit einfrieren ließ. Mir wurde klar, dass ich die Schneekugel nicht hätte schütteln dürfen, ohne die Konsequenzen zu kennen. Die Dorfbewohner waren gefangen in einer endlosen Schleife des Winters, ausgelöst durch meine eigene Unachtsamkeit und die vergessenen Worte der Seherin.
In dem staubigen Buch der Seherin, das ich im Turm gefunden hatte, stand geschrieben, dass ich die Schneekugel zerstören müsste, um den Zauber zu brechen. Die Worte auf den vergilbten Seiten waren klar und unmissverständlich. Doch ein solcher Akt würde weitreichende Konsequenzen haben. Es bedeutete, dass die verschwundenen Dorfbewohner, die in der Schneekugel gefangen waren, für immer verloren wären. Mit jedem Schritt zurück ins Dorf wurde mir die Schwere dieser Entscheidung bewusster. Die stillen, verschneiten Straßen schienen auf eine Antwort zu warten, die ich nicht hatte. Ich fühlte mich zerrissen zwischen der Hoffnung, den Fluch zu brechen, und der tiefen Traurigkeit über den Verlust, den dies für unser Dorf bedeuten würde. Als ich die Schneekugel betrachtete, die nun so viel mehr als ein einfaches Andenken war, war ich geplagt von der Frage, ob ich das Recht hatte, über das Schicksal so vieler zu entscheiden. Der Gedanke an die Dorfbewohner, die ihr Lachen und ihre Geschichten mit mir geteilt hatten, lastete schwer auf meinem Herzen. Mit einem tiefen Seufzer und einem Gefühl der Unsicherheit kehrte ich ins Dorf zurück, eine Entscheidung im Gepäck, die mein Leben und das aller Dorfbewohner für immer verändern würde. In der Silvesternacht, als der Schnee unaufhörlich fiel, stand ich draußen im kalten Weiß, die Schneekugel fest in meinen zitternden Händen. Der Himmel war von dichten Schneewolken verhangen und die Stille um mich herum war fast erdrückend. Mit Tränen in den Augen und einem schweren Herzen fasste ich schließlich meinen Entschluss. Ich hob die Kugel hoch, spürte ihr kühles, gläsernes Gewicht ein letztes Mal in meinen Händen und ließ sie dann zu Boden fallen. Das Glas zersprang mit einem lauten Knall, und die kleinen Figuren und der Schnee darin verstreuten sich auf dem weißen Teppich unter meinen Füßen. Fast augenblicklich hörte der Schneefall auf und die dichten Wolken begannen sich aufzulösen. Langsam aber sicher brach sich das Licht des Mondes Bahn durch die aufklarenden Wolken, und der Himmel zeigte sich in einer klaren, sternklaren Pracht. Doch trotz der plötzlichen Stille und des aufklarenden Himmels blieb eine tiefe Traurigkeit zurück. Die verschwundenen Dorfbewohner, die einst durch die Straßen gelaufen waren und deren Lachen die Luft erfüllt hatte, blieben verschollen. Ihr Fehlen hinterließ eine Leere im Dorf, eine Stille, die weit über die physische Abwesenheit hinausging. Ich stand allein im Schnee, umgeben von der Stille der Nacht und dem Gewicht einer Entscheidung, die ich nie rückgängig machen konnte. Jedes Jahr, wenn der erste Schnee fällt, erinnert sich das Dorf an die verlorenen Seelen und an mich, die ich vor einer unmöglichen Entscheidung stand. Die Bewohner betrachten mich mit einer Mischung aus Mitleid und Dankbarkeit, denn sie wissen, dass ich aus Liebe und Sorge gehandelt habe, nicht aus Böswilligkeit. Doch eines Tages, als der erste Schnee des Jahres fiel, geschah etwas Unerwartetes. Als ich durch die leeren Straßen des Dorfes ging, begannen plötzlich die Schneeflocken um mich herum zu glitzern und leuchteten in einem sanften, warmen Licht. Zu meiner Überraschung sah ich die Gesichter der verlorenen Dorfbewohner in den Schneeflocken, lächelnd und friedlich. In diesem Moment erkannte ich, dass ihre Seelen nicht verloren waren. Sie waren Teil des Winters geworden, des Schnees selbst, und sie lebten in jeder Flocke, die vom Himmel fiel. Ihre Anwesenheit brachte eine unerwartete Wärme in die kalte Jahreszeit. Und tief im Wald steht noch immer der geheimnisvolle Turm, ein stummer Zeuge der vergessenen Tragödie, aber auch ein Symbol der Hoffnung, denn in jener Nacht, als ich die Schneekugel zerstörte, hatte ich nicht nur den Fluch gebrochen, sondern auch einen neuen Zauber freigesetzt. Einen Zauber, der die Erinnerung und das Wesen der Dorfbewohner in der Schönheit des Winters verewigte. So wurde die Geschichte unserer kleinen Gemeinde nicht nur eine der Trauer, sondern auch eine der ewigen Verbundenheit und des Wunders, das sich jedes Jahr aufs Neue offenbart, wenn der erste Schnee zu fallen beginnt.